Hi guys, today I will use some stuff up. So just making a nice little page and got a lot of leftovers out of my leftover box and put some stuff out where I thought I would work with. And the background is already gessoed, and I start here with some tissue paper that was stamped and with this craft paper looking tissue paper thing, and I will glue that down here with varnish with a liquid gloss medium. No, it's not a gloss medium, but a liquid medium. So because it's very light, but for this thicker stuff here, for the heavier stuff, so I will use a gel medium. Just trying to figure out how I would put it down, and then I get my Gel Medium out and glue it down. Ihr Lieben, ich habe hier heute wieder mal mich selbst ein wenig herausgefordert. Ich habe ja diese Überbleibselkiste hier neben mir, und immer wenn die ein bisschen zu voll wird, dann hole ich mir Zeug raus, schmeiße im Prinzip alles weg, was ich definitiv nicht mehr benutze, und mit dem Rest mache ich dann immer diese Herausforderung für mich selber, eben diese Überbleibsel zu benutzen und eine Seite zu machen, Karte, was auch immer. Und hier der Hintergrund, den hatte ich schon mit Gesso vorbereitet und habe dann losgelegt. Da ist so Tissue-Papier, also die Seidenpapier, die war schon bedruckt hier mit mit den Stempel, oder sieht aus wie ein Script-Stempelabdruck, aber das war schon drauf, und dann auch dieses braune Seidenpapier, das war schon so, das sind alles so Reste, und die ordne ich jetzt alle so in der Mitte an. Und das ist dann mein Hintergrund, das ist die Textur, die ich auch habe und die ich immer brauche. Ihr wisst es ja, ohne Textur geht bei mir gar nichts. Alles andere sieht für mich immer platt aus, platt und langweilig. Aber worum es mir eigentlich ging, war diese Farbe. Ich war in unserem Baumarkt, da ist so eine kleine, ja, Kunstabteilung, verkaufen Farbe. Die haben jetzt neuerdings Liquitex im Sortiment. Und da habe ich 3 Farben gesehen, die ich so bei meinen sonstigen Stammfarben so nicht gesehen oder nicht kenne. Ich dachte, die nehme ich mal mit. Die haben mich so angelacht. Die fand ich so hübsch. Das ist dieses Grün und dann so ein Aquablau und dann noch so ein Magenta, das aber noch ein bisschen anders aussieht. Ich meine, die meisten Magenta sehen anders aus. Das ist immer das Problem. Und das wollte ich eigentlich benutzen. Und ich benutze auch nichts anderes, nur diese 3 Farben. Natürlich außer Gesso auch noch. You know, this paint you can see here on the right is the main reason why I made this page, because I saw it in our DIY. I was there for some Christmas stuff, and they have this small art department, and I always have a sneak peek, of course. And I saw that they now have a Liquitex paint, and I thought, have a look through, and I saw the 3 colors. My normal paint I'm buying, the Amsterdam, for example, or Winsor Newton. I've never seen this type of greens and aquas and magentas. So I bought it because it looked so yummy, and that's what I mainly use here on this page, this green, the aqua, and the magenta. So, and of course my leftovers. And you could see me putting the paint on and let it sort of half dry, and then I go over with a baby wipe to remove a bit, just to make it look more distressed. That's what I like, absolutely love it. And then I went over, you could see with gesso here, over these circles, just that I get a better coverage with the red when I go over it, because there was already paint on, and sometimes it doesn't really cover when you're not given this layer of gesso on top. So, ich habe dann hier mit diesen 3 Farben also gearbeitet, und ihr habt ja gesehen, auf die Ringe habe ich noch Gesso gepackt vorher, bevor ich mit dem Magenta angefangen habe. Ganz einfach aus dem Grund, da war schon Farbe drauf,
und manchmal deckt es halt dann nicht so schön oder verfälscht auch die Farbe. Darum arbeite ich immer erst mit einer Schicht Gesso, um dann die Farbe drauf zu packen. Schattiere hier auch noch ein bisschen mit der Farbe, habe einfach was auf meinen Finger genommen, in dann das Blau, das oder schwarz ist das, und jetzt auch noch weißes Gesso, einfach um noch ein paar Reflexionen reinzubekommen, auch ein bisschen Tiefe zu erzeugen damit, just using here some paint to get some shading done and the white gesso just to get some reflections and getting some depth into the whole page. And then I'm starting to stencil, and I'm using modeling paste here because I wanted to get some white back, but with texture. So that's why I'm using modeling paste here. Just very simple patterns, nothing special. Sorry. And let that dry, and then after that I start with stamping, but just a very light script stamping here with my go-to script stamp. Yeah. Ich habe dann noch mit Schablonieren angefangen. Das ist mit Modellierpaste gemacht in Weiß, einfach weil ich Weiß wieder auf die Seite bringen wollte, aber halt mit Textur. Und das lasse ich dann auch so. Und dann noch mit meinem Go-To-Script-Stempel hier mache ich noch ein paar Abdrücke hier und da, nicht zu sehr. Und so, und dann habe ich so ein paar fokale Punkte, also den Fokus. Ja, das ist eine Stanze oder ein ausgestanztes Teil. Das habe ich von meiner Freundin bekommen. Und zwar färbe ich die schwarz ein, die waren jetzt auf Kraftpapier, färbe ich schwarz ein, und den oberen Teil, da gehe ich drüber mit Gesso, mit meinem Finger ganz leicht, einfach, damit es sich ein bisschen von der Seite abhebt. I just use here some dies I got from my friend, and I went over, it was craft paper, so I went over with black, and on the top I went with my finger slightly with gesso on top, just to have a tiny bit of white that it will stand out from the page, because I knew I wanted to put this black trees behind it, and this black stars you can see I had left over I use here, and at the end it will be a Christmas scene, a little Christmas scene, a town with the wood in the background and the golden stars. Yeah, they will be golden at the end. At the moment they're still black. Ich habe dann hier die Bäumchen, ist auch eine Stanze oder zwei Stanzen, zwei verschiedene Bäumchen, und die Sterne, die hatte ich noch in meiner Box rumliegen, und die kriegen jetzt aber einen goldenen Anstrich. Die sollen golden am Himmel funkeln für eine weihnachtliche Nacht über der Stadt. Ja. Und so wird es dann auch wieder eine Weihnachtsseite, aber eben Andrea-Style. So, pack dann hier auf alle Sterne das Gold. Yeah, this is the gold I put on. That's the Ecoline gold, and I take the rest, thin it down a tiny bit and splatter it around. Dann hier noch so ein paar mit dem Rest von dem Ecoline Gold habe ich jetzt noch ein bisschen mit Wasser verdünnt und mache so ein paar Sprenkler und Tropfen drauf. So, jetzt werde ich noch ein bisschen schattieren, ganz wenig hier mit einem Kreidestift, einfach um die Stadt ein bisschen zu erden, dass sie da nicht nur in der Luft rumhängt. Bit of grounding here with my cowl pencil and shading as well, here around the circles, but I won't do anything else to it apart from the word, and that was in my leftover box, of course. And I think to me it is the right word for this page, because Christmas to me has a lot to do with memories, because I think Christmas is something in the way you're having Christmas or celebrating Christmas has a lot to do with your childhood, doesn't it? And so that's why I think
the word memories in German, Erinnerungen, is the right word. So, this is the close-up already. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please don't forget to leave me a thumbs up. And a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you soon with my next video. Until then, wish you a fantastic time. And don't forget to stay creative. So, ihr Lieben, habt ihr gesehen, ich habe jetzt hier noch mein Wort, das ich noch über hatte, draufgepackt. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, so für Weihnachten, das ist für mich alles einfach nur so Erinnerungen. Ich meine, du wirst ja geprägt durch Kindheitserinnerungen, wie du dein Weihnachtsfest feierst. Ja, also ich zumindest. Und deswegen fand ich es ganz angebracht. So, ich danke euch recht schön fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, aber vergesst nicht, bleibt kreativ. Also bis dann. Tschüssi.